Den ganzen Tag bin ich hier nur am Warten, ey. Wenigstens einmal mit Profis arbeiten, das wäre echt was Gutes. Ich glaube, ich gehe zurück nach Stuttgart. Ich habe wieder richtig Lust auf Maultaschen mit Moischi. Das wäre echt was Feines. Oh, wir sind schon drauf. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der O7-11 News. Am Samstag gewannen wir mit 4:2 unser Testspiel gegen den 1. FC Köln. Sehr souverän meiner Meinung nach. Und ja, den Jubel des Spiels, den teilen sich Dinos, Konstantinos Mavropanos und Tongi Coulibaly, für die die Spitznamen noch nicht so kennen. Nach der Partie haben sich beide Clubs mit einer German American Night bei den Gastgebern von Austin FC und den mitgereisten Sponsoren bedankt. Doch schauen Sie einfach selbst. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Diese während der Bundesliga-Saison gültige Regel ist nach der Partie unserer VfB-Profis gegen den 1. FC Köln in Austin allerdings außer Kraft gesetzt. Vor der anstehenden WM-Pause gilt hier vielmehr: nach getaner Arbeit folgt das Vergnügen. In diesem Fall ist das eine German American Night, die nach einer kurzen Begrüßung durch VfB-Marketingvorstand und Delegationsleiter Ruven Kasper sowie durch die Vereinsoffiziellen von Seiten des 1. FC Köln startet. Für beide Teams steht nach dem Duell im Q2 Stadium eine gemeinsame deutsch-amerikanische Nacht auf texanischem Boden an. Beide Clubs haben zusammen in die VIP-Bereiche des Stadions zu einem USA Soccer Tour Ausklang geladen, inklusive Dinner und geselligem Umtrunk. Der Abend ist ein Get-Together unserer Mannschaft mit den Leuten von Austin FC, mit den Kölnern. Hier gibt es Texan Food, die können Bierchen trinken, die Familien sind dabei. Ist einfach ein relaxter Ausklang, nicht der Tour, aber des schönen Spieltags. Und das machen wir jetzt hier auf der Tour regelmäßig, dass wir einfach zusammenkommen, guten Teamspirit haben. Und hier eben auch mit den Kölnern und den Leuten von FC, ein paar Sponsoren dabei. Und es ist einfach super nett. Das ist unser Abschluss aus Austin eigentlich, der uns total wichtig ist, weil wir eine gute Zeit hatten, super trainiert haben, viele Aktivitäten. Das jetzt auch mit der Familie hier nochmal zum Abschluss bringen, die sind alle hier. Auch die Kinder sind da, ist total schön. Morgen geht es dann nach Houston, da haben wir wieder ein paar andere Aktivitäten, aber für Austin soll es das eigentlich gewesen sein und von daher ist es einfach richtig schön und es macht Spaß. Das Get-Together in den VIP-Bereichen des Q2 Stadiums ist ein schöner Abschluss einer außergewöhnlichen Mannschaftsreise, bei dem das Ergebnis des sportlichen Highlights, also das Duell der beiden Bundesliga-Traditionsclubs 1. FC Köln gegen VfB Stuttgart, zwar nicht überbewertet werden soll und darf, dennoch wollen wir aber natürlich aus sportlicher Sicht schon mal das Fazit ziehen lassen, 2 Tage vor der anstehenden Rückreise mit Abflug am Montagnachmittag Ortszeit Austin. Sportlich eine sehr gute Trainingswoche. Sehr wichtig, auch für die Mannschaft, die da ist, die nicht eine WM spielen muss, die nicht in Verletzungen steckt, hier noch gut zu trainieren eine Woche und die Jungs vor allem dabei zu haben. Samuele De Benedetto, also Laubi, viele der Leon, ganz, ganz junge Spieler, die das erste Mal so eine Reise mit den Profis mitgemacht haben. Andrew Chase nicht zu vergessen. Die anderen waren ja alle schon dabei mal und die auch heute teilweise ihr Debüt gegeben haben in der Mannschaft. Ich glaube, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gesehen. Sehr eiskalt gescored, viel weggehalten vom eigenen Tor, sehr gutes Spiel gemacht und in der zweiten Halbzeit ein paar Debüts gesehen. Unserer 2 Fünfer, aber auch ein paar älterer Spieler wie Leon, Andri und von daher glaube ich ein sehr, sehr gesundes Fazit bis hierhin. Es ist immer wichtig, in eine lange Pause, ist ja wirklich sehr, sehr lang, fast länger als Sommerpausen durch die Weltmeisterschaft und dadurch, dass wir erst Ende Januar spielen, da mit einem guten Gefühl reinzugehen und einem guten Ergebnis und natürlich auch für die Jungs, die das erste Mal gespielt haben oder nach längerer Verletzungszeit begonnen haben, wie Tongi, auch das nochmal zu nutzen und sich mit einem guten Selbstbewusstsein und ein gutes Selbstbewusstsein zu holen für dann die nächsten 2-3 Wochen Urlaub und dann den Restart Mitte Dezember. Wie lange sich der gemeinsame USA-Reiseausklang noch gezogen hat und ob der ein oder andere vielleicht sogar eine Nachspielzeit in Austin Downtown absolviert hat, darüber liegen uns natürlich keine Informationen vor. Deshalb war es das jetzt auch von unserer Seite mit dem Rückblick auf die kölsch-schwäbisch angehauchte German American Night. Und wir geben zurück zu unserem Anchorman Fabi Bredlow. Vielleicht kann uns unser Newsman dazu noch ein wenig mehr verraten. Ich hoffe, Ihnen allen hat der Beitrag gefallen und ich wollte eigentlich nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber nach der German American Night sind wir noch als Mannschaft wieder zurück ins Hotel gefahren, dann haben wir uns schnell umgezogen, sind danach
hier und da und vielleicht noch was gegessen. Es war einfach wirklich ein richtig geiler Abend. Wir haben natürlich auch viele junge Spieler bei uns dabei und da sind wir Älteren auch natürlich in der Vorbildfunktion und der werden wir natürlich auch gerecht kommen. Apropos junge Spieler. Die heutige Frage an unser Favorite Crocodile Fritzle geht an einen der jungen Spieler. Hallo, wir sind die U10 Hockey-Mädels vom SV Böblingen und wir haben eine Frage an Lukas Laupheimer. Hallo Lukas, wie ist es, wenn man als so junger Spieler mit den Profis in die USA reisen darf? Und wie hat das Team dich und die anderen Youngster aufgenommen? Hallo liebe U10 Hockey-Mädchen aus Böblingen. Ich habe mich sehr über eure Fragen gefreut. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass ich hier in den USA bei der Reise dabei sein darf, um auf eure erste Frage zurückzukommen. Das ist eine richtig coole Erfahrung, die wir hier machen. Wir haben echt ein cooles Programm auch um das Training herum. Wir waren zum Beispiel heute in Houston ein Footballspiel anschauen. Wir waren am Mittwoch ein Basketballspiel in Dallas anschauen. Also wir haben einige Sachen hier, die wir um das Training herum machen und macht richtig Spaß. Und um auf eure zweite Frage zurückzukommen, wir wurden ja auch richtig gut integriert von allen. Also ich kannte auch schon einige, aber trotzdem haben uns eigentlich alle Spieler es richtig einfach gemacht. Wir sind ja doch jetzt ein paar von jüngeren Spielern, die dabei sind. Aber wir wurden alle super integriert, richtig gut aufgenommen seit dem ersten Tag und hatten ja einfach als Gruppe eine richtig gute Woche. Jetzt geht's morgen wieder zurück nach Stuttgart. Leider auch schon wieder, weil es wie gesagt echt eine coole Woche war. Genau, ich hoffe, ich konnte eure Fragen beantworten und viele Grüße nach Böblingen. Liebe Grüße und eine gute Heimreise. Tschüss. Grüße aus Böblingen. Zum krönenden Abschluss der USA-Reise hat sich der gesamte VfB-Tross am Sonntag nochmal zum NFL-Spiel der Houston Texans gegen die Washington Commanders auf den Weg gemacht. Und ihr Lieblingsmoderator hat sich diesmal selber hinter die Kamera begeben. Hier ein kurzer Einblick. Joscha, was erwartest du dir heute vom Spiel? Freust du dich drauf? Ich freue mich noch, ja. Ich weiß nicht, wie diese Punkte-Dings ist, aber ich hoffe, das bringt mir jetzt einer bei. Okay, ich erkläre dir gleich alles ausführlich. Oder Lilian macht's. 10 Yards in 4 Versuchen. Das ist richtig. Glaubst du, wir sehen heute eine Illegal Formation? Viele Körbe, Abseitsstellungen? Ja, alles klar, schon bestens präpariert. Der Weg nach oben kann einfach sein, kann aber auch schwer sein. Und wir als VfB Stuttgart wählen selbstverständlich den schweren Weg. Und gut, oder? Können wir weiter hinterlegen? Mehr Einblicke unseres Besuchs beim Spiel der Houston Texans und unseres Freundschaftsspiels gegen den 1. FC Köln erhalten Sie bei der nächsten VfB Insight-Folge. Behalten Sie also die VfB-Kanäle im Blick, um nichts, aber auch gar nichts zu verpassen. Nun darf ich mich bei Ihnen verabschieden. Das war's mit der USA-Tour 2022 und den 0711 News. Ihr Lucky Luke zwischen den Pfosten reitet nun samt Gepäck wieder zurück ins Schwabenland. Howdy und bye bye.